Hallo Retro-Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video möchte ich euch kurz vorstellen, was ich so die letzten Tage bei mir alles angesammelt habe, sei es von eBay, eBay Kleinanzeigen oder auch sonstige Funde, die ich hier in der Gegend gemacht habe. Los geht's! Ja, ich fange das Ganze einfach mal so chronologisch an, wie ich die Sachen auch erhalten habe. Und zwar war das erste ein eBay Kleinanzeigen-Fund. Ich gucke immer so eBay Kleinanzeigen in der Nachbarschaft plus minus 10, 15 Kilometer. Gucke mir auch immer an, was haben die Leute da als zu verschenken eingestellt. Und da habe ich eine Anzeige gesehen, habe die angeschrieben, die gute Dame, habe gesagt, halt hier ist der Artikel noch da, ich habe Interesse dran. Und sie sagte, ja, ist noch da, können Sie abholen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, ich bin hingefahren, habe ihn abgeholt und was soll ich sagen, wieder zu verschenken. Ich war echt etwas geplättet. Es ist ein Sony Walkman in OVP mit, ich habe jetzt schon mal rausgeholt, mit allen Anleitungen drin, mit dem Original Kopfhörer. Gut, den werde ich nicht mehr benutzen, das ist glaube ich ein bisschen zu unhygienisch, aber der Walkman kommt mit der Original Sony Tasche. Er ist noch in Luftpolsterfolie eingepackt und da ist das gute Stück. Ja, ich habe ihn ausprobiert, er funktioniert einwandfrei. Ja, die Dame hat gesagt, manchmal stoppt der mittendrin beim Abspielen. Ja, konnte ich jetzt noch nicht feststellen. Ja, das Ding funktioniert klasse, selbst wenn er stoppen sollte, kann man mal kurz reingucken, was da so der Fall ist. Aber ich sehe aktuell nicht, was hier nicht gehen sollte. Sie sagte halt, ja, ich bin froh, wenn er halt in Hände kommt, die halt noch Kassetten haben, die halt noch das Ganze anhören möchten. Da sagte ich, das ist dann genau richtig bei mir. Habe ein nettes Gespräch mit der Dame gehabt. Hat mir den, wie gesagt, für lau gegeben. Und dann kommt noch on top. Sie hat auch noch Kassetten dabei gehabt. Die möchte ich euch auch kurz zeigen. Und zwar sind Kassetten dabei von den DuckTales. Ja, DuckTales Folge 21, leider ohne Cover, aber trotzdem, die habe ich noch nicht und die wandert dann erstmal so in meine Sammlung. Dann die DuckTales Folge 16 mit Cover, auch die fehlt mir noch, also auch in meine Sammlung. Dann habe ich eine Kassette bekommen von Blinky Bill. Blinky Bill war so Anfang der 90er, so ein kleiner Koala-Bär. Habe ich nicht, ist aber auch nichts für mich. Das heißt, die Kassette wandert so in meine Tauschkiste oder wenn jemand Interesse hat an der Kassette, soll er mir mal Bescheid sagen, soll er mich anschreiben. Genauso hier, ich hole die mal hier aus der Hülle raus. Ist leider auch kein Cover dabei, aber das könnte auch interessant sein. Und zwar, es ist von Areola, Tim und Struppi, ich weiß nicht, ob man das sieht, Folge 1, die Krabbe mit den goldenen Scheren. Ja, ich glaube, die Kassette ist nicht mehr ganz so ja, gut zu bekommen, sage ich mal, ja, aber auch nichts für mich. Also wenn jemand Interesse hat, schreibt mich an, da werden wir uns mit Sicherheit einig. Ansonsten, wie gesagt, die Kassette kommt in meine Tauschkiste. So, dann habe ich noch, auch das ist was ungesehen in die oder ungehört in die Tauschkiste kommt, und zwar die Bravo Hits Folge 29, MC 1 und 2. Ja, auch nicht so ganz meine Musik, auch das wandert in die Tauschkiste. Dann haben wir hier noch so ein paar ja, wirklich Kinderkassetten. Und zwar heißt es hier einmal Wolkentheater. Kann ich nichts mit anfangen. Auch die wandert in die Tauschkiste oder zu verschenken Kiste. Ja, sagen wir mal so. Dann auch das kommt wieder gar nicht allzu ferner Zukunft. Und zwar Bunter Advent. Eine Kassette. Ich glaube, das sind halt irgendwie Weihnachtslieder oder irgendwie sowas drauf. Keine Ahnung. Auch das wandert in die Kiste. Dann habe ich hier was, das sagt mir halt auch nichts. Dino Peppino. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch nicht so den Wert oder das Interesse dran, auch die in die Kiste. Dann haben wir noch eine Walt Disney Kassette und zwar von Karussell, das Dschungelbuch. Ja, auch die wandert so in meine Kiste, brauche ich nicht. Und Dschungel Safari mit den Hits aus dem Film Dschungelbuch. Auch wieder Walt Disney, auch wieder Tausch oder Verschenken. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an den Kassetten habt, sagt mir mal Bescheid, schreibt mich an und dann kriegen wir das geregelt.
Mir ging es eigentlich hauptsächlich um den Walkman. Finde ich richtig klasse, dass das so geklappt hat. Ja, wie gesagt, das Ding funktioniert und ich habe jetzt noch einen Walkman in meiner Sammlung, den ich geschenkt bekommen habe. Wahnsinn. So, dann auch eBay Kleinanzeigen, auch wieder zu verschenken, hat jemand was angeboten, und zwar ja, Comics. Auch wieder in der Nachbarschaft. Ich habe sie angeschrieben, habe gesagt, hier hätte ich Interesse dran, könnte ich abholen. Haben gesagt, ja, wann passt? Termin ausgemacht, hingefahren, Comics in die Hand gedrückt bekommen. Total klasse. Und zwar einmal Disney Mickey Mouse, das Abenteuerteam. Das ist so eine Art, ja, wenn ihr die kennt, also so ein dünnes, lustiges Taschenbuch, also mehr so ein Donald Duck Buch. Ja, auch aus 96 ist das hier. Ja, dann habe ich noch 4 lustige Taschenbücher bekommen. Ja, auch die, wie gesagt, bei diesem zu verschenken dabei gewesen. Die 134, 140, 167, 190. Und ein Donald Duck Jumbo Comics. Ja, ich finde die Dinger immer so für zwischendurch ganz gut. Die werde ich mal lesen und dann werde ich die wahrscheinlich auch wieder entweder bei uns in den Bücherschrank packen oder auch wieder zu verschenken einstellen. Es sei denn, jemand möchte sie haben, sagt mir bitte Bescheid. Dann war dabei ein Fix und Foxy Extra, auch so ein kleines Taschenbuch. Und dann, darum ging es mir eigentlich. Ja, deswegen habe ich da auch extra angefragt. Wegen den Taschenbüchern wäre ich nicht extra dahin gefahren. Aber derjenige hatte von Marvel Comics ja diese 4 Kung Fu Taschenbücher. Und die haben mich interessiert. Die sind von 76. Die sind in einem recht guten Zustand. Ja, wie man das halt von diesen Taschenbüchern kennt. Die sind verleimt und ab und zu löst sich halt der Kleber so ein bisschen. Ja, aber die sind richtig, richtig toll. Ja, richtig ein Zeitzeugen ihrer Zeit. Diese 4 Kung Fu Bücher bleiben erstmal in meiner Sammlung. Ja, wie gesagt, die Taschenbücher von Walt Disney werde ich mir mal angucken. Wenn aber jemand sagt, hier hätte ich gerne, ja, dann werde ich die auch ungelesen wieder abgeben. Wie gesagt, mir ging es um die Kung Fu Bücher. Dann war ganz witzig, dann habe ich eine zweite Anzeige gehabt zu verschenken und habe da auch angeschrieben. Und derjenige hat mir dann auch gesagt, ja, ist noch da und ich kann es abholen. Habe dann an dem Tag, an dem ich die Taschenbücher abgeholt habe, nochmal gefragt, hier, ich bräuchte noch die Adresse von Ihnen, ja, damit ich diesen Artikel auch abholen kann. Und dann war ich etwas verwirrt, weil ich habe dann die gleiche Adresse bekommen, wo ich auch wegen den Taschenbüchern hinfahren wollte. Und dann war das ein Pärchen. Der Mann hat bei sich auf seinem Account die Taschenbücher eingestellt und die Frau hat bei sich auf ihrem Account diese Diskettenbox eingestellt. Also fand ich witzig, beide voneinander unabhängig, wussten beide nichts davon, dass sie was auf eBay gestellt haben. Und da habe ich gesagt, hier, ich möchte gerne die Taschenbücher abholen und die Disketten. Und da waren sie beide etwas baff. Ja, habe ich einen Weg gespart, habe 2 Sachen zu verschenken bei einem Haushalt quasi abgeholt. Fand ich richtig klasse. Die Disketten sind, wie gesagt, die Diskettenbox ist nicht mehr neu, aber die Disketten sind, ich habe sie schon mal geprüft, funktionieren alle noch. Ja, sind 10 Stück. Und da habe ich jetzt wieder mal 10 Leerdisketten. Ja, auch schön in der Box, wie gesagt, auch zu verschenken. So, dann, wenn wir nochmal auf die Bücher zurückgehen, habe ich wieder bei uns im hiesigen Bücherschrank ein Buch gefunden. Das habe ich mitgenommen, leider Gottes ohne den Schutzumschlag, aber es ist Unternehmen Yokotobi von Pelikan, auch so eine Jugendbuchserie aus Anfang der 90er. Da gab es auch ein paar Hörspielkassetten von, gleichzusetzen mit TKKG, Funkfüchse, Tom und Locke und so weiter. Neuwertiger Zustand. Ja, wie gesagt, bis auf den Schutzumschlag, der fehlt, auch aus dem Bücherschrank mitgenommen. Und dann, wenn wir gerade bei den Büchern sind, habe ich noch von einem Arbeitskollegen was Nettes bekommen. Der hat mir das bei mir auf meinen Schreibtisch gelegt, und zwar 2 TKKG-Bücher, und die kannte ich noch gar nicht. Ja, also die Titel kenne ich, aber die Größe dieser Bücher kannte ich nicht. Ja. Nennt sich Supertramp von Pelikan. Ja. Also im Prinzip die großen Bücher in einem Mini-Format. Wenn ihr die kennt, wenn ihr wisst, da gibt es noch mehr von, das ist jetzt die Folge 3 und 4. Ja, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, wenn ihr die habt, die ihr abgeben wollt. Ganz witzig, hinten drauf steht noch, das Buch hatte mal 2,95 Mark gekostet. Dann sagt mir mal Bescheid.
dann hätte ich Interesse daran, weil die finde ich echt cool. Und dann noch auch ein Pelikan, also die Bücher sind hier vom Pelikan und hier auch noch ein Pelikan-Buch. Pelikan Tramp auch, also irgendwie die gleiche Serie, aber nochmal eine Ausgabe kleiner. Und da ist halt irgendwie so, alles kann man nicht wissen, irgendwie Rekorde und Verblüffendes von A bis Z, also einfach so drinstehen, was es so alles Tolles auf der Welt passiert und was wie wo funktioniert. Ganz witzig, auch das wandert erstmal so in meine Sammlung. So, dann habe ich auch nochmal eBay, Kleinanzeigen, auch im Nachbarort wieder 2 Sachen gefunden, beziehungsweise 3 Sachen. Ich wollte eigentlich 2 Sachen haben. Die Dame hatte Brettspiele verkauft und Brettspiele liebe ich ja. Und ja, das eine hatte sie gesagt, okay, für das eine hätte sie gerne 6 Euro, für das andere in der anderen Anzeige hätte sie gerne 3 Euro. Ich habe gesagt, hier, ich habe Interesse an 2 Spielen, wenn die vollständig sind und so weiter, würde ich sie gerne abholen. Dann sagte sie, ja, dann holen Sie sie ab, dann machen wir 5 Euro für beide und was soll ich sagen, perfekt. Bin ich hingefahren, habe sie abgeholt, habe dann bekommen das Brettspiel, ich packe sie jetzt nicht aus, das Brettspiel von Momo. Ja, Momo, auch von, oh Gott, muss ich gerade gucken, 1987 das Spiel rausgekommen. 1987. Ja, das Spiel ist komplett. Ja, finde ich wunderschön, von der Firma Herder Spiele. Wie gesagt, habe ich 5 Euro für beide bezahlt. Für das Momo und für das Indiana Jones, der Weg nach Timbuktu. Ja, auch komplett, auch Karton in sehr, sehr gutem Zustand. Ja, das Spiel ist aus den 90ern, ist genau von 1990. Ja, wie gesagt, auch komplett. Und auch das wandert so in meine Sammlung. Und als die Dame mir die Tür aufgemacht hat, hat sie 3 Spiele in der Hand gehabt. Hat gesagt, hier, das eine schenke ich Ihnen sogar noch. Und dann habe ich noch bekommen das Squad 7 Spiel. Das ist ein neueres Spiel aus den 2000ern, von 2002, ein Brettspiel. Ist nichts für mich, das wandert so in meine Tauschkiste. Wenn ihr sagt, ihr möchtet es haben, dann sagt mir mal Bescheid. Ich kenne das Spiel auch so gar nicht. Es ist komplett, ob man das hier so sieht, es ist eine Pistole mit 6 Pfeilen. Die Pistole funktioniert auch einmal frei, mit den Kärtchen und so weiter, mit die Anleitung ist mit dabei. Das Einzige, was ist, da ist wohl eine Soundtrack-CD. Ja, da ist die Hülle zwar dabei, ups, aber es ist keine CD mit drin. Ja. Ich weiß nicht, ob man die jetzt dafür so braucht, wenn einer halt eine Knarre haben will. Wie gesagt, die funktioniert einwandfrei. Wenn einer eine Knarre haben will, um mal irgendwelche Klebepfeile irgendwo dran zu schießen, dann kann er das gerne tun. Da kann er mich anschreiben. Freue mich, wenn das halt jemand gebrauchen kann, wenn das halt in Hände kommt, wo derjenige sagt, hier, damit kann ich was anfangen. Für mich ist es nichts. Ja, und dann das letzte von eBay Kleinanzeigen, auch wieder aus der Nachbarschaft. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Da bin ich richtig glücklich, dass ich die bekommen habe. Ich sammle ja auch Hörspiele. Und derjenige hatte 2 Hörspiele auf Schallplatte im Angebot. Wollte fürs Stück 10 Euro haben. Da habe ich auch gar nicht verhandelt, weil die Platten sind Mint. Die Platten sind also in einem neuwertigen Zustand. Die Cover sind halt logischerweise ein bisschen abgestoßen, weil es ältere Hörspiele sind. Aber es sind Hörspiele aus dem Hause Europa. Und zwar sind das die Grusel-Hörspiele. Hier habe ich Frankensteins Sohn. Ja. Bin ich auch hingefahren, wie gesagt, habe mir die Platte kurz angeguckt und habe gesagt, hier, machen wir. Ja, ich habe für beide dann insgesamt 20 Euro bezahlt. Ja, diese Hörspiele sind relativ selten mittlerweile und werden halt auch zu einem höheren Kurs gehandelt. Das war das eine. Und das andere ist H.G. Francis, ja, aus der Neon-Grusel-Serie, die Schallplatte hier, der Angriff der Horrorameisen. Ja, richtig klasse, richtig wahnsinnig. Die Platten in einem neuwertigen Zustand. Ja, 10 Euro pro Platte bezahlt. Auch im Nachbarort, wie gesagt, halt ja 5 oder 8 Kilometer entfernt. Habe ich mir die abgeholt. Ich habe diese Neon-Grusel-Serie habe ich auf Kassette fast vollständig. Mir fehlen noch 1 oder 2. Auf Platte hatte ich bisher noch keine. Das ist jetzt meine erste aus dieser Neon-Serie. Beziehungsweise hier Frankensteins Sohn ist der Vorläufer. Die wurde dann nochmal quasi mit einem anderen Titel und auch mit einem Neon-Cover in dieser Neon-Serie neu aufgelegt. Also die ist noch ein Stückchen älter hier. Die habe ich mir geholt. Und ja, dann ganz witzig. Ich habe Post bekommen und zwar hatte ich mal
Ich habe ja auch einen Instagram-Kanal, den habe ich schon ein bisschen länger wie mein YouTube-Kanal, und da habe ich mal mein Logo präsentiert und habe halt gesagt, guck mal hier, ich habe geile Aufkleber von meinem Logo, ja, wenn einer einen Aufkleber haben möchte, soll er mal Bescheid sagen. Und dann hat mich der Chris Tainment angeschrieben, schöne Grüße an den Chris, auch auf Instagram vertreten, auch auf YouTube vertreten, ja, könnt ihr mal nach seinem Kanal suchen, ansonsten blende ich ihn nochmal unten oder schreibe ihn nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Cooler Typ, checkt den mal ab. Hat dann geschrieben, hier, geiler Aufkleber, er hätte gerne einen Aufkleber von dir, was willst du denn dafür haben? Da habe ich gesagt, gib mir einfach die Adresse, ich schicke ihn dir zu. Hat er gesagt, sau cool. Ja, hat sich dann auch bedankt nochmal, als ich die Aufkleber bekommen hatte, und dann ein paar Wochen später hat er gesagt, hier, gib mir mal deine Adresse. Und ich dachte, okay, ich bin eigentlich schon vergeben, aber gut, er kriegt meine Adresse. Dann habe ich halt auch Post von ihm bekommen. Ich auch einen schönen Brief von ihm bekommen, und in dem Brief war dann auch was drin, und zwar hat er mir geschickt einmal ein Visitenkärtchen von ihm. Ja, warte mal, brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich es hier zeige. Er ist auf YouTube, Instagram und Facebook. Ja, und hat dann beigefügt einmal einen Masters of the Universe Sticker, finde ich mega geil. Vielen Dank, Chris. Dann auch einen Aufkleber, Chris Tainment. So, die kennt man so aus den 90ern, diese Glitzeraufkleber hier. Ja, also ob man das jetzt so in der Kamera sieht. Und sein, ja, er nennt sich quasi Chris Tainment, ist sein Künstlername mehr oder weniger, sein Channelname, und gleichzeitig auch noch der Figurensuchti, weil da seht ihr auch alles, was Masters of the Universe, alles was Figuren und so weiter angeht, stellt er auf seinem Kanal vor. Und als Abschluss, und das fand ich mega geil, hat er noch eine Autogrammkarte beigelegt. Ja, finde ich sau cool, Chris. Vielen Dank nochmal. Macht echt Fun, ja. Also die Community ist echt klasse. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Und es macht echt Spaß, mit euch zu kommunizieren. Und vielleicht ein ganz kleiner Teaser von mir. Mein Kanal ist noch nicht ganz so alt, aber ich bin jetzt schon kurz vor den 100 Abonnenten. Und ich möchte natürlich auch gerne ein Abonnenten-Gewinnspiel machen. Das heißt, wenn die 100 Abonnenten voll sind, ja, machen wir ein Gewinnspiel. Ich habe schon was richtig Geiles vorbereitet, das wird mit Sicherheit euch gefallen. Ja, also wie gesagt, teilt gerne mein Video. Wenn ihr es noch nicht seid, lasst ein Abo da. Ja, und dann werden wir, bin ich mir ziemlich sicher, relativ schnell das Gewinnspiel launchen, und ich halte euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden, was das angeht. Das soll es von mir und meinen ja, neuen Funden aus den letzten Tagen, Wochen gewesen sein. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie hat es euch gefallen? Sammelt ihr was davon? Ja, lasst mich einfach wissen, was ihr zu diesen Funden sagt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wir hören wieder voneinander, wir lesen voneinander. Macht's gut, bleibt gesund, euer Retro Rauner.